In diesem Video geht es mal darum, warum wir Georgien so sehr als Plan B Bankenstandort, Plan B Wohnsitz, aber auch Ort für eine Firmengründung empfehlen. Und in dem Video wollen wir mal aufräumen vor der sogenannten Russland-Angst, weil ja, es stimmt, Russland liegt neben Georgien. Und ja, richtig, offiziell nimmt Georgien am CRS teil, aber dennoch empfehlen wir das ja, nach Georgien zu gehen. Und da wollen wir mal Tacheles reden in dem Video, warum. Also wir reden in der Tat über Bankkonten ohne CRS-Stress. Banken, bei denen du noch 10,7% Zinsen bekommen kannst. Und eben das einzige Land, in dem wir innerhalb von 48 Stunden deinen Plan B oder einen Teil deines Plan B-Konzeptes eben erledigen können, umsetzen können. Das heißt, nach 48 Stunden hast du ein Bankkonto, hast du deine Residenz beantragt und hast du eine Firma gegründet. Alle 3 Monate machen wir das in der Tat live in unserem Praxisworkshop. Von der ersten Unterschrift bis, dass du eben mit 5 Kreditkarten im Idealfall das Land verlässt. Und übrigens das erste Mal dann schon, wenn du nach 48 Stunden nach Hause fliegst, da sitzt du da am Airport in der Lounge, bist du mit deiner Visa-Signature-Karte reingekommen und du hast auch Fast Track zur Security das erste Mal mit deiner nagelneuen Visa-Karte von der Bank of Georgia, also von der Solo Bank, benutzt. Also wenn du wissen willst, wie du dein Kapital, deine Reisefreiheit in Verbindung mit dem Plan B in Georgien umsetzen kannst, dann bleib dran. In eigener Sache noch. Also ein Plan B passend zu deiner Situation zu gestalten, das ist schon eine anspruchsvolle Sache. Das hast du bestimmt schon gemerkt und wahrscheinlich hast du ja schon Dutzende Videos hier geschaut und vielleicht auch Dutzende oder Hunderte Stunden verbracht auf Videokanälen und bist immer noch überlegen, wo mache ich mein Bankkonto, wo mache ich meine Residenzkarte, gehe ich nach Paraguay, gehe ich in die Philippinen oder was auch immer. Also das ist nicht einfach, nur durch Anschauen von Videos, das ist uns völlig bewusst. Unsere Workshops oder auch unsere Plan B-Reisen, wie zum Beispiel eben die Reise nach Georgien, das ist mal ein idealer Ort, um Tacheles zu reden, um sich mal mit Gleichgesinnten auszutauschen, um mal unter 4 Augen zu sprechen. Und schau doch einfach mal, wann der nächste Workshop ist und ob du es einplanen kannst, vorbeizukommen. Georgien, Serbien, Sansibar oder auch Zürich, das sind die nächsten Orte, wo wir uns mal persönlich treffen können. Also wo entweder Sebastian dabei ist, ich dabei bin oder wir beide dabei sind. Und auch die vielen Gleichgesinnten, die dann immer da sind, das ist echt eine Bereicherung und bringt viele voran. Thema Zweitpass werden wir jetzt hier im Video nicht näher besprechen, weil Georgien, da musst du 10 Jahre im Prinzip wohnen, um deinen Zweitpass legal beantragen zu können. Aber generell, wenn dich der Zweitpass interessiert, wenn du denkst, das wäre eine gute Basis für deinen Plan B, da bietet sich ein Beratungsgespräch an oder natürlich auch mal Gespräche im Rahmen des Workshops, auch wenn es jetzt ein ganz anderer Workshop ist. Oder ab 1.3., und wir bieten jetzt eben das Early Bird Buchung auch an, gibt es unsere Masterclass zum Thema Zweitpässe. Da gibt es auch eine Untersektion noch für goldene Visa und Bankkonten natürlich. Das ist was ganz Besonderes, weil das ist eine Masterclass, bei der es eine monatliche Live-Session gibt, also ein Klassenraumtreffen mit allen Beteiligten, wo man sich also auch mal unterhalten kann, austauschen kann, Fragen stellen kann und einmal im Jahr ein Präsenztreffen. Also das lege ich dir unbedingt ans Herz, guck dir das an. Man kann sich jetzt schon registrieren und kann zu Sonderkonditionen dann, wie gesagt, am 1.3. starten. Und wenn du natürlich erstmal nachlesen willst, wenn du jemand bist, der lieber liest als Videos schauen, also wir sind ja auch dabei, jetzt das ein oder andere E-Book zu schreiben und den Link zu den ersten E-Books, den blende ich dir ja auch gerne mit ein. Zurück zum Georgien Quickie. Also was beinhaltet diese 48 Stunden Georgien Plan B Quickie, könnte man sagen. Stell dir vor, du landest in Tiflis und 48 Stunden fliegst du so als halber Georgier wieder ab. Was hast du im Gepäck? Also du hast ein Premium-Bankkonto bei der Bank of Georgia und oder bei der TBC Bank, also bei der Konzeptabteilung, bei der Premium-Abteilung der TBC Bank. Und das fühlt sich an wie Privatjet im Vergleich zur Holzklasse deiner Hausbank. Zweitens, du hast eine registrierte Firma als Individual Entrepreneur, mit der du legal 1% nur Steuern bezahlst. Falls du diese Firma benutzen willst, dann im Krisenfall, im Plan B-Fall oder auch jetzt schon. Und drittens, du hast eben den fertigen Antrag für deine Residenzkarte abgegeben. Also entweder bleibst du 10 Tage in Georgien oder hast dann Zeit, maximal 6 Monate nochmal vorbeizukommen, um die für dich angefertigte Residency dann abzuholen. Das ist kein Luftschloss, sondern das ist eben, was wir alle 3 Monate mit unseren Mandanten durchziehen. Und Georgien ist
der Ort, an dem Bürokratie noch wie ein gut geöltes Getriebe funktioniert und nicht wie ein verrosteter Anker. Also unterhalte ich da mal mit einigen unserer Mandanten. Ganz am Ende blenden wir nochmal ein Interview ein. Also das ist wirklich beeindruckend. Da die Public Call zum Beispiel, in der man die Anträge stellt. Also das flutscht, also wir Sachsen sagen, ja, flutschen muss es. Es flutscht wirklich so in diesen, bei den Behörden dort so. Aber kommen wir mal zum Thema Bankenstandort, weil viele sagen, ja, ist Georgien, hat keine hohe Einlagensicherung, so vielleicht deutsche Banken, ist dann, der Russe ist daneben, ist das wirklich sicher? Na klar, ich weiß, also Georgien und Bankensicherheit klingt für viele erstmal nach so einem Oxymoron, aber schauen wir uns mal die harten Zahlen an, bevor wir uns das nächste Mal dann zum Schmunzeln hinreißen lassen, wenn wir Georgien hören. So, wenn es um Sicherheit eines Bankenstandorts geht, dann wie kann man das überhaupt beurteilen, ob ein Bankenstandort Sicherheit bietet? Also wir haben da so verschiedene Begriffe wie das ROE, das ist Return of Equity. Dann haben wir CET, Common Equity Tier. Und wir haben LCR, das ist Liquidity Coverage Ratio. Und natürlich noch die Staatsverschuldung des Landes, in dem die Bank ist. Und schauen wir uns das mal in Bezug auf Georgien an. Also die beiden Platzhirsche, die Bank of Georgia und die TBC Bank, da eröffnen wir Konten für unsere Mandanten. Die sind beide an der Londoner Börse gelistet. Das bedeutet britische Aufsicht, volle Transparenz und eben Audits von PwC oder KPMG. Und während europäische Banken ja oft froh sind, wenn sie überhaupt noch Gewinne machen, liegen die Eigenkapitalrenditen, also das ROE, das Return on Equity, hier eben zwischen 26 und 33%. Also es sind Banken, die Geld verdienen, anstelle Banken zu verbrennen. Das CET1, also CET, das stand ja für Common Equity Tier. Auf Deutsch könnte man sagen, einfach das harte Kernkapital einer Bank. Das ist, können wir sagen, das qualitativ beste Eigenkapital einer Bank, das Verluste eben zuerst auffangen kann. Und darum geht es ja in erster Linie, wenn man an die Einlagensicherung denkt. Das ist das eingezahlte das wirklich eingezahlte Stamm- oder Grundkapital der Bank. Das sind die einbehaltenen Gewinne, die die Bank also nicht ausgegeben hat, also die Rücklagen sozusagen, abzüglich bestimmter Abzüge, also immaterielle Vermögenswerte, je nach den Regeln der Bank, den muss man sich auch mal anschauen. Und das Kapital ist deshalb so relevant, weil es in einem Krisenfall nicht erst zurückgezahlt werden muss, bevor die Einlagensicherung bedient wird. Und da hat die Deutsche Bank zum Beispiel einen CET-Wert von 13,8%. Also das ist Quelle, können wir auch verlinken, die Deutsche Bank selbst 2024, letzte Zahl, die ich dazu gefunden habe. Und die Bank of Georgia im Vergleich zu 13,8% eben der Deutschen Bank hat da einen CET-Wert von 20,5%. Und die TBC einen Wert von 16,8%, im Gegensatz eben 13,8% der Deutschen Bank. Übrigens, die TBC Bank hat ein ROE von 25,1%. Also wirklich sehr, sehr gute Zahlen. Die Deutsche Bank ist nicht schlecht, aber georgische Banken sind eben besser. Also haben wir gesagt, das andere Bewertungskriterium, was eben auch für einen sicheren Bankenstandort ist der sogenannte LCR-Wert, also Liquidity Coverage Ratio. Wenn man das mal so im Volksmund übersetzt, was sagt der LCR-Wert einer Bank eigentlich aus? Das ist, überlebt sie den 30-Tage-Stresstest in der Krise? LCR, Liquidity Coverage Ratio, misst, ob eine Bank genug sofort verfügbare, hochwertige Liquidität hat, um einen 30-Tage-Krisenstress zu überstehen. Einfach gesagt, wenn Kunden plötzlich Geld abheben, weil die Märkte gestresst sind, hat die Bank genug Cash-ähnliche Reserven für 30 Tage, damit die Kunden also dann jeden Tag ihr Geld abheben können, ohne dass es crasht. Da hat zum Beispiel die Bank of Georgia 138,6%. Die Mindestanforderungen sind 100%. Das ist ein extrem guter Puffer und eine sehr, sehr klare oder eine gute Liquiditätskennzahl. Ein anderes Thema, wie gesagt, ist die Staatsverschuldung. Und da hat eben Georgien auch eine sehr, sehr niedrige Staatsverschuldung und auch das spricht eben für Sicherheit als Bankenstandort. Thema CRS wollten wir noch drüber sprechen. Ja, Georgien meldet. Also Georgien nimmt teil am CRS. Aber wer schlau ist, der nutzt eben unser Setup, das wir dort für unsere Mandanten anbieten. Und das beinhaltet eben, dass du keine deutsche Steuernummer angeben kannst. Und zurzeit, weil die georgischen Banken noch keine Adressprüfung im Sinne, du musst eine Stromrechnung oder eine Wasserrechnung oder eine Verbrauchsrechnung vorlegen, kann man eben, wenn man das hat, zum Beispiel auch generell noch ganz offiziell über eine Adresse eines Ferienhauses im anderen Land beispielsweise dort ein Konto eröffnen. Aber generell
musst du zurzeit, wenn du mit uns gemeinsam ein Konto eröffnest in Georgien, keine deutsche Steuernummer hinterlegen. Generell nochmal zum Wohnsitz Georgien als Plan B. Also keine Angst vor dem Bären, könnte man sagen, vor dem russischen Bären. Lasse da keinen Bären aufbürden. Aber Daniel sagt letztes Mal so ein Mandant zu mir, die Russen sind doch gleich nebenan. Ja klar, das sind sie, aber Geopolitik ist eben kein Actionfilm, sondern Geopolitik hat was mit knallharter Ökonomie zu tun. Das erleben wir ja gerade auch auf der politischen Weltbühne. Georgien ist, kann man sagen, heute für Russland schon die wichtigste Transitstrecke und Europa und Asien, der mittlere Korridor, könnte man sagen. Und wer die Schienen sprengt, auf denen er selbst fahren muss, der ist dumm. Und so dumm ist Moskau in Sachen Eigeninteresse eben nicht, im Gegensatz zu anderen Ländern, die schon die Schienen, auf denen sie selber fahren, oder die Pipelines, aus denen sie selber Gas entnehmen, vielleicht sprengen lassen, sich wegsprengen lassen. Das ist eine Sache, die kommt eigentlich für Russland eher nicht in Frage. Aber es gibt ja noch andere Dinge, wenn man jetzt an Wohnsitz Georgien denkt. Das ist zum Beispiel der generelle Sicherheitsindex. Also wir sprechen immer von innerer und äußerer Sicherheit. Und schau dir das gerne selber mal auf den Numbeo Safety Index an. Georgien liegt hier mit 73,9 Punkten. Wir blenden das gerne ein, auf Platz 20 weltweit. Deutschland dümpelt irgendwo bei 61 Punkten auf Rang 96 rum. Also in Tiflis kannst du nachts dein Handy im Park liegen lassen und die Chance ist da, dass dir jemand hinterhergelaufen kommt und dir dein Handy hinterherbringt. In Berlin, naja, reden wir ja mal lieber nicht drüber. Die Polizei wurde in Georgien übrigens radikal reformiert, also keine Korruption, keine Schikanen. Georgien ist heute ein, könnte man sagen, pro-westlicher Ankerpunkt mit EU-Kandidatenstatus, aber in Wirklichkeit wollen vielleicht die jungen Leute in die EU. Da geht es eigentlich in erster Linie um Reisefreiheit in den Schengen-Raum. Aber in Wirklichkeit möchte da die Mehrheit in Georgien nicht wirklich Teil der EU werden. Und es ist also für die nächsten 10 Jahre eigentlich überhaupt kein Thema. Also ein Risiko hast du natürlich überall. Da gibt es überhaupt keine Frage. Also auch Georgien hat Risiken, genau wie alle anderen Länder, die wir vielleicht ins Auge fassen als Plan B, auch Risiken haben. Aber ich habe lieber eine Residenz in einem Land, das wächst, das Potenzial bietet, das sicher ist, sowohl was die Banken betrifft, als auch eben, wenn man nachts draußen rumläuft. Und ein Land, das mich willkommen heißt, das sich freut, wenn ich da vielleicht hinziehen will, als ein Land, das mich als Milchkuh oder Melkkuh sieht, wenn man das mal so sagen kann. Nochmal zur Solo-Bank und zur TBC-Bank. Also man könnte ja schon fast sagen, eine Bank auf Steroiden, wenn man das so vergleicht mit anderen Banken. Also wenn du bei uns, wie gesagt, im Workshop bist, dann gehen wir ja mit dir zur Solo-Bank, unserer TBC-Konzeptbank. Und das ist kein normales Bank, das ist wirklich Lifestyle, könnte man sagen. Also du hast einen persönlichen Banker bei der Solo-Bank, aber auch bei der TBC-Bank. Übrigens ein Banker, also mein Banker bei der Solo-Bank, der schreibt mir eine E-Mail, wenn er in Urlaub geht, sagt mir, wer seine Vertretung ist. Mein Privatbanker bei der Solo-Bank, der, wenn ich dem am Sonntagnachmittag eine WhatsApp schreibe, weil ich eine Frage habe, nicht mal für mich, sondern für einen meiner Kunden, dann antwortet der mir eine halbe Stunde später. Das kann ich mir also kaum vorstellen bei einer anderen Bank, die ich sonst so kenne aus der Europäischen Union. Und wie gesagt, momentan gibt es noch unbegrenzten Longzugang, wird aber demnächst wahrscheinlich begrenzt oder muss ein bisschen Umsatz machen pro Monat, damit du unbegrenzten Launchzugang sozusagen immer, der sich dann wieder erneuert und du das ganze Jahr über unbegrenzt die Launch benutzen kannst. Die TBC Bank ist ähnlich, ist nicht ganz so top, was die App betrifft. Die Zinsen sind aber ähnlich. Also wie gesagt, du bekommst in der Regel zwischen 10 und 11% Zinsen, wenn du Festgeld anlegst, 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate, 24 Monate. Der Clou übrigens für Investoren, also die Banken finanzieren Ausländern Immobilien mit 70% Beleihungswert. Also bei der Bank of Georgia kannst du in Georgien dir vielleicht ein Apartment kaufen und musst nur 30% Eigenkapital mitbringen und die Bank macht den Rest. Das kannst du übrigens komplett remote auch beantragen. Das ist echt toll. Versuch das mal als Nicht-Resident bei einer Bank in Spanien oder Italien oder gar Deutschland. Viel Erfolg. Dann der 1%-Weg bei der Firmengründung ist noch sehr interessant. Also das ist ja deine Residenz Schritt für Schritt. Wir machen das also so, der Fahrplan, wenn du dort die Residenz beantragen willst, am Vormittag, das ist Tag 1, öffnen wir dein Privatkonto. Du brauchst eigentlich nur einen Reisepass.
und eine georgische SIM-Karte. Das ist ganz wichtig. Also keine nur Daten-SIM-Karte über so eine App auf dem Handy, sondern hol dir eine SIM-Karte. Es kann eine eSIM sein, direkt bei Ankunft am Flughafen mit einer echten georgischen Nummer, die auch SMS empfangen kann. Das ist das, was du brauchst. Also wir gehen dann zur Privatbank, öffnen 1 oder 2 Konten und dann gibt es wieder einen kleinen Workshop-Teil im Büro unseres Partners und dann gehen wir in die Public Hall. Dort melden wir deine Firma an. Und am Nachmittag, ungefähr 2-3 Stunden später, wenn dann deine Firma auch online einsehbar ist, gehen wir wieder zur Bank und sagen, hier, hallo, wir haben jetzt hier noch eine Firma und dann ergänze zu deinem Privatkonto noch ein Geschäftskonto. Jetzt ist eine Sache wichtig, du brauchst, um auch am nächsten Tag dann deine Residenz beantragen zu können, musst du nachweisen können, dass deine Firma, die du gegründet hast, einen Mindestumsatz bereits von 50.000 georgischen Lari hatte. Das sind ungefähr roundabout 15.800 Euro. Steuern im Prinzip bezahlt man bei dieser kleinen Entrepreneurfirma 1% auf die Einnahmen pro Jahr. Also bei 15.800 Euro Umsatz wären das 158 Euro. Das sind eigentlich deine steuerlichen Konten. Du kannst das Geld eigentlich wieder mit nach Hause nehmen, wenn du willst, musst aber, wenn du die Residenz beantragen willst, musst du nachweisen, dass du 16.000 georgische Lari so als Jahreskosten für deinen Aufenthalt Kapitalnachweis hast. Genau, also am nächsten Tag brauchen wir dann den Kontoauszug, auf dem du nachweisen kannst, dass du bereits die 50.000 georgische Lari als Umsatz hattest auf deinem Konto. Wie wir das genau machen, dass das da ankommt, das erklären wir dann im Workshop. Und dann kannst du eine Residenz beantragen. Wir reichen alles, wie gesagt, ein. Und 10 Tage später liegt deine ID-Card, wie so ein Personalausweis für Ausländer, dann parat zur Abholung. Kannst du aber, hast du 6 Monate Zeit, den eigentlich abzuholen. Also entweder bleibt man 10 Tage in Georgien oder man ist in 48 Stunden dort und sagt, okay, irgendwann innerhalb von 6 Monaten gehe ich nochmal vorbei und hole mir da meinen Personalausweis für Ausländer, also meine Residenzkarte. Fassen wir nochmal zusammen. Georgien 2026 aus unserer Sicht, ja, man kann es nicht Geheimtipp nennen, aber wirklich ein guter Tipp. Man kann in 48 Stunden ein Stück seines Plan B umsetzen. Für einige unserer Mandanten ist es der einzige Plan B oder auch der Plan A. Also beim letzten Mal waren 8 Mandanten dabei beim Umsetzen und 3 haben sich entschieden, wirklich in Georgien auch einen Wohnsitz anzumelden, wirklich eine Wohnung zu mieten und dort mehr als 183 Tage pro Jahr in Zukunft zu verbringen oder eben den steuerlichen Wohnsitz dort anzumelden zu haben, wegen den günstigen Steuern. Das ist nochmal ein extra Video, darüber zu sprechen. Also wir finden, es ist wirklich eine sehr, sehr tolle Sache und während andere noch über Risiken diskutieren, schaffen viele unserer Mandanten eben Fakten und sagen, okay, ich mache das jetzt einfach. Vielleicht gibt es noch andere Bestandteile in meinem Konzept für meinen Plan B, aber ich habe eben in 48 Stunden 2 Bankkonten. Ich habe eine Firma, die ich im Ernstfall benutzen kann mit nur 1% Steuern, 0%, wenn du sie nicht benutzt. Und ich habe eben auch die Residenzkarte. Also es ist ja wichtig bei so einem Plan B, wenn du ihn umsetzt, wie gesagt, wie schnell kannst du ihn umsetzen, wie hoch sind die Kosten für die Umsetzung und wie hoch sind auch die jährlichen Aufwände, um den Plan B am Leben zu halten. Und auch da finden wir Georgien eben wirklich einen sehr, sehr guten Tipp oder ein gutes Konzept. Wenn du das alles nochmal nachlesen willst, lad dir gerne mein E-Book zu Georgien runter. Und ansonsten freue ich mich natürlich total, dich in Tbilisi zu sehen oder auch mal im Beratungsgespräch, wenn du ja nochmal drüber sprechen willst. Es gibt auch die Möglichkeit, nur eine halbe Stunde Beratung zu reservieren, wenn man sagt, ich habe ja das Video gesehen, eigentlich nur ein paar Fragen. Auch da kannst du gerne einfach mal eine E-Mail schreiben, dann sende ich dir dazu sogar noch einen entsprechenden Bonuskupon zu, sodass du da keine volle Beratungsstunde buchen musst, wenn du noch ein paar kleine Fragen hast. Also ansonsten, bleib fröhlich, bleib mutig, denk an den Wert kleiner Schritte. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare oder schreib mir am besten eine E-Mail, dann kann ich dir am schnellsten auch eine Antwort senden. In dem Sinn, bis bald. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.